So, ich habe mir den Film Gladiator angeschaut, den habe ich schon in meiner Sammlung. Zum ersten Mal, wo ich gesehen habe, war 2001 auf VHS. Ja? Und das war auch wieder von der ersten DVD-Film, wo ich gekauft habe. Ja, Gladiator. Ridley Scott war Regisseur, ja? Der ist 2000 erschienen. Ja? Ist eigentlich eine Perle. Ja? Also wirklich ein genialer Film. Ja? Drehbuch war David Franzoni, ja? John Logan, William Nicholson. Ja? Musik Hans Zimmer. Ja? Ist auch ganz geniale Musik, muss ich sagen, in jeder Szene quasi die Szene lebendig macht. Sei es, ob es da jetzt um Liebe geht, um irgendwie eine Kampffrequenz, ja, eine bedrohliche Frequenz, das wird mit der Musik wunderbar unterstrichen, ist alles Sinfonie der Film. Und auch die herzzerreißende Wärme, die eigentlich die ganze Zeit den Film begleitet, mit der Musik. Ja, die Musik ist so herzerwärmend, wenn man an seine Frau und seinen Sohn denkt. Ja. Und die eine Melodie, die tut halt den ganzen Film begleiten. Und Stars waren, also wirklich geniale Musik war eigentlich in dem Film, ist alles genial. Auch Stars waren Russell Crowe, ja, Ralf Müller, der Profi-Bodybuilder. Ja, und Russell Crowe hat auch gute Bodybuilding-Performance hingebracht. Da waren so ziemlich viele Muskeltiere drin, die den Film natürlich bereichert haben. Ja. Damien Hausar hat mitgespielt, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie man den Namen spricht, aber ich habe die Person im Kopf. Ja. Connie Nielsen hat mitgespielt, Derek Jacobi hat mitgespielt. Ja. Also ganz viel Prominenz. Ja. Joaquin Phoenix hat mitgespielt, Oliver Reed hat mitgespielt. Ja. Ich überlege gerade, wer hat sonst schon mitgespielt? Richard Harris hat mitgespielt. Ja. David Hemmings hat mitgespielt. Mai Kalamave hat mitgespielt. Ja. Der Name ist so schwer, den haben wir gut malen können. Und Spoiler-Alarm an der Stelle. Ja. Menü emotional und packend. Maximus kämpft fürs römische Imperium in Germanien gegen die Barbaren. Als Heerführer, als Truppenführer unter Kaiser Caesar. Ja. So viele harte Schlachten hat Maximus hinter sich. Ja. Da will Maximus wieder zu den Menschen, wo er am meisten liebt, zu Frau und Sohn wieder heim. Ja. Kaiser, der ist kurz also der merkt, dass er nicht mehr lange zum Leben hat. Ja. Der Cäsar. Ja. Ja, der Kaiser Cäsar sagt zu Maximus, wie kann ich Roms größten Helden belohnen? Und Maximus sagt, ich will nur heim, lass mich heim. Weil ihm ist das Wichtigste,
viel wichtiger wie Gold und Juwelen ist ihm die Liebe zu seiner Frau, zu seinem Sohn. Das ist ihm der größte Reichtum seiner Familie. Und die größte Belohnung, die er erwartet kann oder will, ist einfach heim zu seiner Frau und zu seinem Sohn. Ja. Und ich finde, man merkt auch, für mich ist das auch ein Liebesdrama, weil der so viel Liebe zu seiner Frau und zu seinem Sohn empfindet. Ja. Dann ist da die väterliche Liebe zum Kaiser Caesar, wo da ist, und der Kaiser Caesar hat so, der liebt den Maximus wie ein Sohn. Ja. Dann hat er so einen kleinen Bruder, der ihm eigentlich so der Waffengehilfe ist, man sagt eigentlich Waffenknecht, zu dem hat er eigentlich so eine Art brüderliche Bindung, ja, der dem auch bei den Schlachter hilft. Ja. Dann sind die nach der Schlacht sind sie eingekehrt in ihr Quartier und haben sich quasi hingewäscht. Ja. Und der Maximus sagt, das Einzige, was er will jetzt heim zu Frau und Sohn, und ich war Farmer. Ich will mit Schlachten nichts mehr zu tun haben. Und dann haben sie da eine Diskussion und sagt Maximus, weil einerseits kann man dir jetzt der als Farmer nicht vorstellen, dann sagt er, Dreck lässt sich viel leichter von der Hand waschen wie Blut. Ja. Ja, der Kaiser Caesar möchte sich sorgen um sein Vermächtnis. Über 2 Jahren ist Maximus von der Familie weg. Er will wieder zurück zu den Menschen, der will zurück zu den Menschen, die er liebt, und sie in den Arm nehmen. Ja. Maximus soll nächster Kaiser werden, ja, weil der echte Sohn vom Kaiser, der Commodus, der ist schon ziemlich hinterhältig, und der Kaiser Caesar will ihm das Römische Reich nicht geben, und der meiste Maximus ist quasi von der Ethik durchdrängt, er will seine Vorfahren ehren, er hat eine große Ethikschwelle, also große Ethik in sich, seine Menschlichkeit, und er sagt der Kaiser Caesar, dass er der Sohn wäre, den er sich gewünscht hätte, und er soll quasi Rom da zurückführen, wo Rom mal war, und dem römischen Volk Rom wieder zurückgeben. Weil Rom wäre korrupt geworden, und er könnte Rom quasi von der Korruption und der Falschheit befreien, und er soll Rom zu seinem Selbstständiger führen und Rom befreien mit seiner politischen Führung, und er soll dann, Maximus soll Kaiser werden. Und der Maximus verzichtet auf Ruhm, Reichtum und politische Anerkennung und auf Ämter, weil das will er alles nicht, das ist ihm alles nicht wichtig. Das, was Maximus am wichtigsten ist die Liebe zu Frau und Sohn. Das ist sein größter Reichtum, und das andere ist nichts dagegen. Und deswegen sagt Maximus aus dem ganzen Herzen, ich sage nein. Das sagt der Kaiser Caesar. Und aus dem Grund musst du Kaiser werden. Weil mit der Einstellung kannst du Rom befreien. Ja. Ich schreibe immer so Stichworte auf, ich habe das schon mal gehört, also mal so ohne Stichworte, was in dem Film, also gut, ich habe den Film schon oft gesehen, was ich immer in dem Film empfinde halt. Und dann schreibt man, was ich in dem Film empfinde, schreibt man halt immer auf. In dem Moment, weil wenn ich das alles im Kopf mag, ja, dann das habe ich mal gemacht, ich habe mal frei von der Leber gesprochen, nur über den Film, und dann habe ich vieles ausgelassen, was ich eigentlich sagen will. Und deswegen ist immer gut, wenn man sich ein Konzept schreibt, beim Film guckt, was hat man dabei empfunden. Ne?
ja, Maximus betet oft zu Göttern, sie sollen seine Familie beschützen. Er lebt nur, um sie wieder in die Arme zu nehmen. Kaiser Caesar will dem Maximus seinen Thron, der Kaiser Caesar will trotzdem, dass der Maximus der Thronfolger von ihm wird. Ja. Trotz allem, obwohl der Maximus Nein gesagt hat. Ja. Und jetzt kommt der Commodus rein und sagt er noch zu seiner Tochter, du bist eigentlich, du hättest eigentlich einen Sohn werden sollen, denn du wirst der Kaiser Caesar überhaupt worden. Ja. Ja, gut, war jetzt eine andere Epoche, aber ich würde mal sagen, da halt hätte es ja einen weiblichen Kaiser gehabt, wäre da eigentlich alle Probleme schon gesprochen gewesen, aber gut, obwohl der Commodus, der mit seinen Verschwörungstheorien und Pläne und dass der überlegt Gott nur, dass er Kaiser wird, jetzt wäre es auch vielleicht bestimmt auch schief gegangen. Auf jeden Fall, der Commodus fährt vom Kaiser, er wird jetzt nicht der nächste Thronfolger und in einer ethischen Diskussion, wo dann der Commodus seinen Vater tötet. Ja. Der Maximus war so ein Trauer, weil hat er den Kaiser Caesar geliebt, als wäre sein Vater, war ja Vaterfigur für ihn. Ja. Und in der Trauer hat er auch den Handshake verweigert zum Commodus. Und also Maximus zum Commodus den Handshake verweigert. Und in dem Moment sind bewaffnete Soldaten in die Gemächer von Maximus auftaucht. Ja. Und also da gibt's eine Herde, die reitet zu dem seine Familie, soll die Familie hinrichten und er soll im Wald hingerichtet worden in die deutschen Wälder. Und bei der Hinrichtung im Wald hat Maximus quasi sich befreit und mit Kampfkunst, Schwerttechniken seine Henker besiegt und dann mit dem Pferd heim zu seiner Familie, um versucht, seine Familie zu retten. Und er ist der Ritter und mit seinem Pferd durch die Prärie und durch die Landschaft und hat seine Müdigkeit überwunden, um seine Familie zu retten. Aber der ist leider zu spät gekommen und hat die Familie hingerichtet. Also seine Frau und sein Sohn haben sie hingerichtet von Maximus. Ich habe mir nicht versprochen, den hat der Maximus hingerichtet und der Maximus hat sich dann befreit. Und dann war er in tiefer Trauer. Und er ist dann überfallen worden und wo er aufgewacht war, war er auf einer Bridge in Afrika. Ja. Da war er gerade in Spanien, war er schon Spanier und also die fingierte Figur. Und da ist er heimgeritten nach Spanien und von da aus sind sie verfrachtet und in Afrika ist er aufgewacht, auf einer Bridge. Und da ist er Gladiator geworden. Ja. Da hat er auch dann Freunde getroffen. Ja. Ein afrikanischer Gladiator und ein deutscher Gladiator. Ja. Und der Maximus, den sie jetzt auf einmal alle nur Spanier nennen, als Gladiator, der hinterlässt einen blutigen Pfad. Ja. Fand den Kampfstil sehr geradlinig. Ja. Und so wie man es eigentlich von der EWTO kennt, so von der Geradlinigkeit von den nicht außenrum, sondern geradlinig nach vorne. Ja. So, als Vergleich. Ja. Gut, da hat er sich so bewiesen, dass er dann nach Rom gekommen ist und der neue Kaiser, der Commodus, der legt drauf quasi, dass wieder Gladiatorenkämpfe eingeführt werden, weil mit Furcht und Begeisterung, dass er dann quasi das römische Volk diktieren kann in Rom. Ja. So, jetzt kommt der Maximus ins Kolosseum und hat da seine Gladiatorenschlachten. Ja.
obwohl es ja Familien im Jenseits sind, ja, Frau und Sohn sind ihm trotzdem nah. Ja. Und er betet einmal wieder zu ihnen, dass sie auf ihn warten sollen. Seine Liebe zu ihnen kann nicht mal das Jenseits eine Hürde sein. Ja. Die haben immer so ein spiritueller, geistlicher Kontakt, Maximus und seine Familie, obwohl die da schon im Jenseits sind. Und er will sich jetzt, der Maximus, der will sich an Commodus rächen. Ja. Mehr will nicht verraten, was alles noch passiert. Ja. Weil ich habe viel aufgelassen, weil die Erzählung kann nicht das widerspiegeln, was der Film wiedergibt. Und Lucilla, also die Tochter vom Kaiser Caesar, die Schwester vom Commodus, die hat riesige Gefühle, Liebesgefühle für den Maximus. Ja, und, das, und die hat auch einen Sohn und da hat sie Angst, dass dem was passiert wegen Commodus. Also es ist wirklich ein richtiges Liebesdrama. Ja. Und ich vermische das einen Liebesfilm und also ich muss ehrlich sagen, wenn das einer sagt, das wäre kein Liebesfilm, frage ich mich, ob der überhaupt eine Seele hat. Weil da geht es ja ganz Zeit um die Liebe, wo er empfindet zu seiner Frau und zu seinem Sohn, von Anfang bis Ende. Ja. Ist ein wirklich wunderschöner Liebesfilm, ist auch ein politischer Film, ein Historienfilm. Er hat auch sehr viel Bodybuilder zu liefern, sehr viel Kampfkunstaktionen. Dann sind die Kulissen sehr hochwertig aufgemacht, ist ein Meisterwerk für sich. Dann auch die Schauspieler, war ein Schauspieler, wie der andere war einfach grandios von der Mimik, von der Haltung her. Das hat man denen überzeugend, alles überzeugend rübergebracht. Einfach gigantisch, ja. So, ne? Dann die Musik, das war ja alles Symphonie, ja, der Emotionen und Gefühle. Und es war wirklich ist ein Herzschmerzfilm. Also ich bin auch ein Trainer aufgegangen, ja, und habe am Schluss, wo der richtig nochmal schluchzen müssen, am ganzen Film hat man immer Tränen in den Augen. Das ist ein richtig Film, der einen ins Herz trifft, ja, und der hat wirklich die Skala gesprengt. Ein grandioser Film, ja. Von 1 bis 10 hat er eine 11 gekriegt, ja. Und du müsstest weiter angucken, ich sage nicht, ob er jetzt den Commodus besiegt oder Commodus weiter diktiert, was passiert. Ja. Seine Familie Reicher will ja nicht verraten, müsst ihr euch selber anschauen. Eine Szene will er aber doch nochmal zugrunde geben, das hat mir an Wing Chun erinnert. Da hat er einen Gladiator geht aus Gallien, der wiedergekommen ist und er ist unbesiegbar und dann hat er dem da hat er so beigeht und mit der Spitze, dem hat er dem durch den Fuß gehauen an den Boden und hat ihn geschuckt. So geschuckt, ja, das ist so Wing Chun Technik. Nur jetzt ohne Beil, sondern da steht dir jemand auf den Fuß und der schuckt den und du fällst auf den Rücken, aber wenn du fällst, du kannst deinen Fuß nicht nachziehen, weil er steht ja drauf, dann tut sich das Bein überdrehen. Das hat man bei mir auch gemacht in den 90er und das sind Höllenschmerzen. Ja. Gut, im letzten Wing Chun Verband war auch einer dabei, der kennt den Trick aus der EWT und wollte es mit mir noch mal machen. Aber dann war er schon drauf gefasst und bin dann ausgewiesen. Das war vorbei, ja. Ja. So, das zum Vergleich und ich finde den Film super. Also der geht wirklich ins Herz und deswegen ist er an der Liebesschau. Für mich ist das einfach ein gigantischer Liebesfilm und ein Meisterwerk, wie der Maximus seine Familie liebt. Ich finde das so ein Film, der geht nicht spurlos an einem vorbei. Ja. Gladiator, ja. Der zweite Teil muss ich noch erzählen, den haben wir noch gar nicht gesehen, aber den Film, der war ja total jung noch, wo der gekommen ist. Ja, also Filme, die begeistern, ja.
Sonst will ich noch sagen, Mediensammler, fand ich jetzt ein paar gute Sachen, die er gemacht hat. Bei seinen Shorts fand ich super. Wie er seine Filme vorstellt, wenn er mal ein Review macht, finde ich super. Ja, wenn er seine Filmsammlung vorstellt, fand ich damals besser. Da habe ich jeden einzelnen Film vorgestellt und ist nicht so drüber gewischt. Weil das fand ich schon besser, wenn er das wie früher macht, der den einzelnen Film vorstellt. Und dann hat er halt 6 Dollar, wo er möchte. Aber dann hat man auch wirklich so, sieht man, was der für Filme hat. So, ja, aber ich wünsche euch weiter noch ein schönes Wochenende. Ja. Lief Funk Ende im Gelände. Ja. Ohne Ende Zeit sind. Peace and Love and Rock'n'Roll. Ja. Also die Hülle wollte ich noch zeigen. So. Ah, der ist lange mal in der Sammlung. Ja. Der Bonusmaterial ist auch noch drauf. Ja. Und auf der DVD. Ja. Da. So ist besser. So.